Hallo zusammen! Ich habe heute einen ganz aktuellen Film für euch und zwar ist gestern erschienen Hanuman Shadow Master. Erhältlich auf DVD, Blu-ray und als Stream. Ich habe ihn mir erstmal ausgeliehen, bevor ich mir eine Blu-ray kaufe von einem Film, der mir eh nicht gefällt. Dachte ich mir, tust mir erstmal ausleihen. Ich hatte im Vorfeld den Trailer mir angeschaut und der sah schon sehr cool aus. Es ist so eine Art Fantasy-Horror gepaart mit Martial Arts. Das kann man definitiv so sagen. Und der Trailer hat mich sehr gereizt. Da dachte ich mir, den leiste dir mal aus. Und damit ich hier ein schönes Review machen kann, habe ich mir ihn gestern auch gleich angeschaut. Wir haben am Anfang des Films eine Szene von einer, das Wort, was mir als erstes in den Sinn kam, war Dystopie. Ne? Wir haben hier eine wirklich dystopische Welt, eine Welt, welche höchstwahrscheinlich, das hat man jetzt nicht so gesehen, welche höchstwahrscheinlich durch einen Nuklearangriff zerstört wurde. Zumindest sieht das außerhalb so aus. Man sieht jetzt von dieser Welt so gut wie gar nichts. Es spielt sich wirklich alles in einem großen Lagergebäude ab. Dort taucht nämlich ein junger Mann auf, der nach Arbeit sucht und betritt dann dieses große Lagerhaus, wo er auf ganz viele verschiedene Menschen trifft. Dort nimmt er dann eine Stelle als Nachtwächter an und stellt auch sehr schnell fest, dass dort immer wieder Kinder verschwinden. Und das, was es damit auf sich hat, versucht er dann herauszufinden. Es geht dort nämlich was habe ich mir aufgeschrieben? Ich hab mir hier wieder so ein paar Notizen gemacht. Es geht hier um einen Dämon, glaube ich, haben sie gesagt. Ein Dämon und seine 4 apokalyptischen Reiter. Und jeder dieser 4 apokalyptischen Reiter braucht sozusagen eine Kinderseele, glaube ich zumindest. Und der junge Mann, der jetzt dort aufgetaucht ist, der versucht mit seinen Kampfkünsten diese 4 Reiter zu finden und zur Strecke zu bringen. Ja, das wäre jetzt so die Handlung. Lasst mich mal kurz schauen. Ja. Wir haben hier, es ist ein amerikanischer Film von 2022, wobei man aber optisch, muss man definitiv sagen, hat das alles einen etwas thailändischen Flair. Die Schauspieler das sind viele dabei, welche eher asiatisch aussehend sind, wollen wir es mal so sagen. Ne? Der Hauptdarsteller habe ich mal nachgeguckt, der kommt aus Kambodscha und die anderen weiß ich jetzt nicht. Ne? Und dieser Hauptdarsteller, der, wie ich ja schon erwähnt habe, versucht hier mit seinen Kampfkünsten die Gegner zu besiegen und diese Kämpfe sind auch allesamt äußerst hervorragend choreografiert. Also das ist wirklich mal wieder ein Augenschmaus zum Anschauen. Diese Choreografien, wie die Menschen, wie die Männer miteinander kämpfen, es sind ja wirklich nur Männer, die miteinander kämpfen, das ist einfach sowas von absolut großartig. Die tun sich hier also Kampfstil ist, denke ich mal, Muay Thai. Es wird hier wirklich mit Knien und mit Ellbogen so dermaßen in die Fresse und in die Rippen und aufs Schienbein getrümmert. Das ist absolut krass zum Ansehen. Also wirklich fantastisch. Es gibt auch einige blutige Stellen, aber von diesen blutigen Stellen darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Es geht hier wirklich hauptsächlich um diese Kämpfe und die sind absolut krass. Das kann ich wirklich nur so sagen. Der Film hat eine FSK 18 Freigabe bekommen. Ich würde jetzt auch sagen, zu Recht. Es gibt hier auch so Fantasy- und Horror-Elemente. Ne? Es sind ja so Dämonen und Geister und
Da gibt es ja hier diesen Hanuman. Hanuman ist übrigens dieser Todesgott. Ne, dieser junge Mann, der wird schwer verwundet und durch eine Voodoo-Zeremonie ähm, wird dann prinzipiell dieser Todesgott Hanuman in ihn eindringen und mit jedem Tod, den er dann verursacht, tut er dann sozusagen ein Stück seiner Seele Hanuman schenken. Am Ende ist es dann schlussendlich so, dass er seine komplette Seele an Hanuman geben muss, um überhaupt zu überleben. Das soll jetzt hier kein großer Spoiler sein, aber nur so ein bisschen für euch zum Verständnis. Es ist auch alles, es spielt sich halt wirklich alles in diesem großen, heruntergekommenen Lagerhaus ab. Das hat alles auch so eine etwas beängstigende Atmosphäre, deshalb auch so ein bisschen Horror-Elemente mit dabei, ne? So Fantasy mit den ganzen Geistern, Dämonen und so weiter und halt auch diese Horror-Elemente. Deshalb sage ich schon Fantasy-Horror mit Kampfkunst gepaart. Das ist das, was mich im Trailer angesprochen hat und das ist das, was ich auch im Film bekommen habe. Also das ist wirklich das großartig. Ich fand es toll. Ich kann echt diese IMDb-Bewertung von 4,0 überhaupt nicht verstehen. Ich gebe 7,5 Punkte für diesen Film. Der hat mich echt überzeugt. Ich fand den toll. Ist jetzt nichts großartig Bewegendes. Auch die Geschichte ist jetzt nicht besonders herausragend, aber das, was man da optisch gesehen hat, ist wirklich vom Allerfeinsten, wie ich finde. Es ist jetzt nicht hochwertig produziert, das muss es auch gar nicht. Auch die Kämpfe sind jetzt auch nicht wirklich unbedingt so, dass man bei jedem Schlag sieht, dass das getroffen hat. Das muss es auch nicht wirklich immer tun, aber wenn es das tun soll, dann zeigen sie das auch und dann ist das wirklich toll. Muss ich wirklich so sagen. So, ich gucke noch mal schnell, was ich hier was ich mir aufgezeichnet habe. Und zwar steht hier noch, wegen den Dämonen und den Geistern, das sind nicht nur irgendwelche Dämonen, Geister, Kreaturen, was auch immer. Wir haben hier wirklich welche, die optisch auch sowas von absolut cool aussehen. Ich habe abgefahren aufgeschrieben. Wir haben hier wirklich Kostüme, verschiedene, so diese 4 apokalyptischen Reiter sehen auch alle anders aus. Und absolut cool. Ich finde mit den ganzen Masken und den Kostümen, die apokalyptischen Reiter sehen großartig aus. Wir haben hier noch eine Szene, wie es eigentlich auch losgeht. Und zwar ist ja hier dieser junge Mann, der ja von einem Polizisten festgenommen wurde, der mit 18 Leichen um ihn herum gefunden wird. Und sozusagen tut er dann seine Geschichte erzählen. Ich finde, das muss es jetzt nicht unbedingt gebraucht haben, aber okay. Wir haben, habe ich mir, ja, brutal, dass die Kämpfe brutal sind, habe ich das schon erzählt, die sind ultra brutal. Also mitunter, also nicht unbedingt alle, aber wenn da die Ellbogen und die Knie so dermaßen in den Gegner gerammt werden, das ist manchmal schon echt voll brutal. Ja, und dieser Film geht auch relativ schnell vorbei. Wir haben hier wirklich bloß 90 Minuten. Da braucht man nicht wirklich viel Sitzfleisch. Da geht schnell rum. Für einen gemütlichen Filmabend kann ich den wirklich nur empfehlen. Leiht ihn euch aus. Auf allen gängigen Plattformen, wisst ihr ja. Und falls ich euch jetzt heiß gemacht habe auf diesen Film, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr den wirklich auch schon selber gesehen habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Lasst mir auch gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt It's Review Time.